Tomaten pflegen ist wirklich super easy und einfach. Ich kriege von Zuschauern immer wieder die Anfragen, wie pflege ich meine Tomaten richtig? Wie geize ich aus? Eintriebig, zweitriebig oder mehrtriebig, gar nicht ausgeizen, wie viel wässern und so weiter. Es ist gar nicht schwer, ich zeige es euch, bleibt dran. Regel Nummer 1. Buschtomaten, Ampeltomaten, Strauchtomaten einfach wachsen lassen, wie sie wachsen wollen. Hier müsst ihr nichts machen, außer später ernten. Nicht ausgeizen, nichts rausbrechen, einfach, wenn sie reif sind, ernten. Das hier ist außerdem eine Ampeltomate, die wird hier irgendwann runterhängen und ich kann dann von unten ernten. Das hier im Topf ist eine Buschtomate, die nennt sich einfach nur Herzform und hat schon erste Früchte. Auch hier geizt sich nichts aus. Tipp Nummer 2. In einem Gewächshaus hat man zwar immer zu wenig Platz, dennoch würde ich sehr empfehlen, die Pflanzen immer schön weit auseinanderzusetzen. Dadurch haben sie die Chance, schneller abzutrocknen. Morgens ist immer so ein bisschen Tau hier auf den Blättern und der muss möglichst schnell wegtrocknen. Würden die Pflanzen zu eng stehen, könnte der Wind schlechter durch und sie trocknen langsamer ab. Je trockener so eine Tomatenpflanze steht, desto gesünder wächst sie. Tipp Nummer 3. Wegen des Platzmangels hier im Gewächshaus ziehe ich meine Tomaten immer eintriebig. Ich geiz die also aus. Was heißt es? Das heißt, ich breche alle Seitentriebe, die da kommen, raus und lasse nur diesen einen Haupttrieb, den man hier schön sieht, stehen. Da kommen viele Früchte und die haben dann aber auch Chance, bis zum Herbst auszureifen. Denn im Herbst wird es wieder Lichtmangel geben und es wird kalt werden und dann, wenn dann die Pflanze groß wird und buschig wird und überall viele kleine Früchte dranhängen, dann hat die Pflanze einfach keine Chance, ihre Früchte ausreifen zu lassen. So funktioniert es super. Ich habe damit immer die besten Erfahrungen gemacht. Hier erkennt man jetzt schön den Haupttrieb der Pflanze. Da kommt ein Blatttrieb raus und in diesem Eck hier, in der Achsel, da wächst ein Geiztrieb raus und den gilt es hier zu entfernen. Hier gar nicht lang rummachen, hin und her, rausreißen und fertig. Diese Wunde, die verschließt sich wieder schnell, das können die Tomaten sehr gut. Tipp Nummer 4. Die Blätter hier unten, die auf dem Boden da aufliegen, das mag die Tomate gar nicht. Die breche ich einfach immer weg und dann hat die Tomate deutlich gesünder. Denn die meisten Sporenkrankheiten, Pilzkrankheiten, die kommen von unten rauf aufs Blatt, verteilen sich dann über die ganze Pflanze und die Pflanze stirbt. Deswegen, wenn die unteren Blätter hier keinen Kontakt zum Boden haben, dann ist die Pflanze gesund. Tipp Nummer 5. Ich ziehe meine Tomaten immer an der Schnur hoch, also von der Decke runter, einmal unten um den Stamm ganz locker gebunden und jetzt windet sich die Tomate an der Schnur hoch. Nein, von selber macht sie das leider nicht, aber ich gehe einmal in der Woche ungefähr durchs Gewächshaus und schlinge die Tomate dann hier um den Stamm rum. Und so hat die von selber einen super Halt und da kann nichts passieren. Und Tipp Nummer 6 gleich hinterher. Als Schnur verwende ich immer eine Naturfaser, zum Beispiel Sisalschnur oder Hanfschnur. So kann ich die im Herbst, wenn die Tomate dann hinüber ist, einfach oben abschneiden und das Ganze komplett auf den Kompost werfen. Hab also weniger Arbeit und keinen Abfall. Solche Spiralstäbe hier sind zwar auch super, um so eine Tomate hochzubinden, aber mir ist es schon öfters mal passiert, dass im Herbst, wenn ich die dann rausziehe, den Stab mit Schwung rausziehe, das geht durchs Foliendach, das ist dann kaputt, hat ein Loch und das muss ja nicht sein. Oder man macht dann einfach einen Korken oben drauf, damit ist das Dach einigermaßen geschützt. Und Tipp Nummer 7, das Gießwasser. Das wärme ich im zeitigen Frühjahr im Gewächshaus immer vor, weil dann ist das Wasser hier noch arg kalt und im Gewächshaus kann sich's schön vorwärmen. Jetzt im Juni, Juli, da ist das Wasser hier warm genug, da kann ich immer draus schöpfen. Ja, spinnt der Rigotti, schleppt ständig die Gießkannen hier rein. Ist das nicht viel zu anstrengend? Nee, ist es nicht. Denn ich gieße meine Tomaten nur ganz sparsam. Maximal einmal die Woche, dann etwas ausgiebiger. Aber die sollen lieber trocken stehen. Ihr habt gesündere Pflanzen und viel schmackhaftere Früchte. Die Wurzeln der Tomaten, die sollen lernen, nach unten zu wachsen, sich das Wasser selber zu suchen. Ihr habt nicht nur weniger Arbeit, ihr habt auch bessere Pflanzen. Tipp 9.
Wenn die Pflanze hier irgendwann das Gewächshausdach erreicht hat und keinen Platz mehr hat zum Weiterwachsen, dann könnt ihr einfach diese obere Triebspitze hier entfernen, dieses Ding. Dann wächst sie nämlich nicht weiter in die Höhe und gibt ihre ganze Kraft nur noch in die Früchte ab. Tipp 10. Wenn ihr sowas hier seht, eingerollte Blätter bei den Tomaten, keine Panik. Das ist nicht weiter schlimm, das ist nur ein Zeichen dafür, dass es hier im Gewächshaus große Temperaturunterschiede gibt. Mal sehr kalt nachts, dann wieder extrem heiß tagsüber, wenn die Sonne drauf brennt und dann rollt die ihre Blätter ein. Ist nicht schlimm, Photosynthese kann sie weiterhin betreiben, ignoriert das einfach. Nächster Tipp, mulcht eure Erde immer auch im Gewächshaus. Dann kommt weniger Unkraut durch, die Feuchtigkeit bleibt besser im Boden und Pilzsporen haben es einfach schwieriger, von der Erde auf das Blatt zu gelangen. Die Feuchtigkeit hier im Boden, wenn ich hier ein bisschen runtergrab, ihr seht, ist noch ordentlich vorhanden, obwohl ich so wenig gieße. Die hält sich einfach viel länger und die Pflanzen, die werden es dir danken. Zum Düngen von meinen Tomatenpflänzchen, da schmeiße ich einfach jede Menge Blaukorn an die Pflanze und schütte noch Flüssigdünger hinterher. Nein, das mache ich natürlich nicht. Es ist auch überhaupt nicht nötig. Wenn ihr Kompost habt und ein bisschen Brennnesseljauche machen könnt im Garten, dann reicht das in der Regel völlig aus für ein gesundes Wachstum von einer Tomatenpflanze. Die Tomaten werden nicht so riesig groß und quasi explodieren durch diese Kunstdünger, durch diese synthetischen Dünger, sondern sie werden etwas kleiner bleiben, aber dafür viel mehr Geschmack haben. Wenn möglich, verzichtet also auf diese synthetischen Dünger hier, deren Herstellung richtig energieintensiv ist. Ich benutze dieses Zeug niemals. In Österreich, da gibt's den Paradeiser Kaiser, Steckowitsch heißt der, glaube ich. Der ist wirklich die Nummer 1, was Tomaten angeht. Propagiert immer Tomaten draußen anbauen und nie ausgeizen, einfach wachsen lassen. Ja, das funktioniert allerdings nur bei ihm in der schönen warmen Klimazone. Bei uns hier in Deutschland gibt es kaum eine Klimazone, wo das so funktioniert. Selbst im Rheinland, die Tomaten draußen, die wollen in der Regel ein Dächlein drüber haben, denn es regnet doch zu häufig und das mögen die Tomaten einfach überhaupt nicht. Also wer im Freiland Tomaten anbaut, Tomatendach drüber oder wer sicher gehen will, ins Gewächshaus pflanzen. Habt ihr noch weitere Tipps zum Anbau von Tomaten? Denn ich bin auch nicht allwissend. Schreibt's mir doch unten ins Forum rein. Ich freue mich immer über weitere Tipps. Hat euch der ein oder andere Tipp vielleicht geholfen? Wenn ja, lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin sagt euer Selbstversorger Rigotti, der niemals Kunstdünger verwendet.